Also Tom, ne? Unterstützt mich. Also ich sag mal so, bis jetzt kann man ja nicht sagen, dass ich Georg unterstützt habe, oder eigentlich wollte ich alle Jungs auch unterstützen. Aber es hat ja bis jetzt auch keinem geklappt und darum... Nee, ich muss zu viel Geld investieren einfach dafür. Ich würde ja klappen, aber ich musste halt auch nicht Geld auf den Tisch packen, dass die Mädels dann sagen würden, okay, ich will Bill auch mal kennenlernen. Ja. Und von daher, da müssen wir noch ein bisschen, ich würde sagen so 10, 15 Jahre noch arbeiten, dann könnte ich mir das vielleicht leisten. Eine Freundin vielleicht mal für Georg am Start zu kriegen. Na, da noch ein bisschen länger arbeiten, oder? Nö, nee, 10, 15 Jahre sind schon realistisch. Ja? Ja, okay. doch. Also eigentlich kriegt man das ja gar nicht mehr so richtig mit. Also jedenfalls ich bekomme es nicht mehr mit, wenn man irgendwie gefilmt wird. Also, weil ich glaube, da hat man sich echt im Laufe der Zeit dran gewöhnt und das ist so oft passiert und da waren ständig Kameras dabei, gerade auf Tour auch, und das vergisst man eigentlich total schnell. Also von daher würde ich es jetzt nicht sagen. Also wir können jetzt nicht abstreiten, dass wir ein paar Szenen rausgeschnitten haben, so, die man dann glaube ich nicht gesehen hat, aber ansonsten machen wir schon all das, was wir auch irgendwie hinter den Kameras machen. Schnecke! Ey, Schnecke! Nee, ich finde, dass Kosenamen überhaupt nicht gehen. Man erwischt sich ja immer wieder, man erwischt sich dabei, wenn man wirklich verliebt ist. Ich glaube, da macht man das total, und ich glaube, ich habe das auch mal gemacht bei einem Mädchen. Darum, ich würde jetzt da nicht so drüber herziehen, so weit. Du hattest so einen ganz speziellen auch, willst du den einmal auch nochmal vorstellen? Nee. Der war auf jeden Fall sehr peinlich. Also von daher, ich glaube, wenn man verliebt ist, macht man schon mal peinliche Sachen und dann gibt man sich auch mal Kosenamen, aber generell finde ich das jetzt nicht unbedingt notwendig. Nee, ich sowieso nicht. Georg, war mir nicht. Also doch. Also das ist auch das, was mir spontan einfallen würde. Ja. Also es kommt Das ist mal was Neues. Also. Nee, so neu finde ich das nicht, aber das ist ja... Ich meine, das ist oft richtig peinlich, du bist ja oft einfach nur ungewollt witzig. Aber das ist ja auch das, es ist nichts Neues und das ist ja das Peinliche daran. Ne? Also es ist nichts Neues und Georg ist einfach immer wieder... Das ist schon wieder peinlich. Das ist schon wieder peinlich. Doppelt peinlich. Ja. Das muss erstmal hinkriegen. Ja. Nee, also ich glaube, wir haben nicht so richtig davor Angst. Man weiß natürlich nie, wie es so weitergeht und wie sich das alles so entwickelt und natürlich ist da jedes Jahr wieder spannend. So, das 2007 war eigentlich unser allererfolgreichstes Jahr von allen und wir haben da am meisten geschafft auf jeden Fall. Also es war ein sehr, sehr gutes Jahr für Tokyo Hotel. Ich glaube, das wird uns auch immer in Erinnerung bleiben. Also ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie noch ein Jahr gibt, was das toppen kann. Und von daher natürlich irgendwie denkt man mal drüber nach, wie es ist, so wenn das mal irgendwann nicht mehr so erfolgreich ist und so. Also aber Angst darfst du im Endeffekt nie haben. Das ist wie beim ersten Mal. Immer Vollgas geben und dann wird das auch gut. Ja, so ist es. Ja. Das merke ich mir. Also ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie aus Deutschland komplett wegzuziehen. Also ich glaube, das würde ich nie machen. Ich könnte mir gut vorstellen, mal eine eigene Insel zu haben zum Beispiel. Ein eigenes Land, das wäre nicht schlecht. Das wäre geil. Ja. Aber so eine, also klar, man hätte mal irgendwo wenn man irgendwo so ein Ferienhäuschen hat oder so, das ist natürlich ein Wunsch von jedem. Aber so komplett wegziehen, ich glaube, das könnte ich nicht. Ich glaube, man würde immer weiterhin noch was in Deutschland haben auf jeden Fall. Ja, doch. Ja, weil also es ist einfach so eine spezielle Verbindung, die man zu Deutschland noch hat und die hat man auch immer, egal wie viel und wie lange man in anderen Ländern ist. Man fühlt immer wieder, dass man einfach nach Hause kommt, wenn man hier ist und von daher wird das auch immer unser Zuhause bleiben. Und wenn es nur das Zelt auf dem Dauercampingplatz ist, ne? Also... Ja, so wie Georg. Ich meine, der ist ein sehr naturverbundener. Ja. Und mit Angeln und so. Doch mir fällt was ein, es gibt so ein Interview von Tom und mir, da sind wir total betrunken. Ah, ja, doch. Also ich sag jetzt nicht in welchem Jahr das war und ich sag auch nicht, wie wir da aussahen, weil dann kann man das auf jeden Fall ganz schnell finden so. Aber auf jeden Fall waren wir sehr, sehr betrunken. Und das stimmt, das ist ein bisschen unangenehm. Und das war ich kann auch noch sagen, es war eine Verleihung. Von was sage ich jetzt auch nicht. Aber auf jeden Fall war es eine Verleihung und wir haben dann völlig betrunken darauf ein Interview gegeben. Wart ihr da betrunken? Da wart ihr doch bestimmt noch jung, oder? Das weiß ich nicht, habe ich vergessen. Auf jeden Fall... Sicher? Auf jeden Fall ist es sehr peinlich, weil wir überhaupt keinen Satz gerade ausreden und ich glaube, wir bringen keinen Satz so richtig zu Ende und wir fallen uns so mal ins Wort. Ja, das ist schon ein bisschen... Also wenn ich es könnte, würde ich es auf jeden Fall irgendwo rausnehmen, bestimmt. Nee, nein, also mich nervt an Leuten Unpünktlichkeit, total. Ja, Unpünktlichkeit, aber auch dieses, wenn man so heucheln. Ja. Hass ist, wenn Leute nicht direkt sagen, wenn man... Weißt du, sagt Georg ja auch direkt, dass ich einen Scheiß finde. So, das kann man ja auch nicht mal machen.
ohne jetzt zu sagen, so, Georg, du bist ein cooler Typ, ich meine, das wäre einfach geheuchelt. So. Ja, Heucheln und so leere Versprechungen und so Leute, die dann irgendwie, ja, auf jeden Fall zu spät kommen, das finde ich ganz, ganz schlimm, unzuverlässige Menschen und so, da kann ich überhaupt nicht mit umgehen, weil ich immer alles sehr genau nehme und Tom und ich auch immer pünktlich überall hinkommen und von daher, ja, kommen wir zurzeit nicht so gut mit Georg klar. Aber ansonsten... Mit dem Heucheln muss ich Der sagen, war gestern. es gibt so ein paar Leute, die haben auch schon gesagt, so, ja, und du bist auch ein guter Sänger und sowas und du singst auch gut und so und das finde ich, kann ich nicht ab, sowas. Nee, ich auch nicht. Das Das geht gar nicht. unehrlich Das einfach. geht gar nicht. Also einfach raus damit. Eine Mit Band? irgendeiner Band von den Malediven. Nee, Ja? warte mal ganz kurz. Doch. Warte mal. Das ist ja nur ein Tag. Naja, aber dann hast du einen Tag auf den Malediven. Ja. Nee, also ich wäre auch bestimmt irgendein Eingeguckt. maledivischer Sänger, der den ganzen Tag in so einem Restaurant steht. Weil und, die, also die Leute, die in schönen Orten Ja. auftreten auf der also ne? ja, also schon auf den Malediven, finde ich. Ja? Naja. Ach, ich finde Malediven nicht so schön, ich war noch nie da, Ja. aber ich kann es nicht beurteilen, aber... Man kann in Wirklichkeit mal sagen, ich will das gerne machen und Tom traut sich nicht. Es ist wirklich so, weil Tom findet, er würde sich nicht auf so einen kleinen Rucksack da verlassen und sein Leben da aufs Spiel setzen und er gibt's doch zu. Das ist albern. Natürlich. Aber da muss ich Tom schon Nein, auch das ist mal wirklich so. zustimmen, ne? Also ich würde es gern machen, so ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen, aber wahrscheinlich muss ich ohne Tom machen. Aber ich springe einfach zweimal runter und ich nehme Toms Gutschein mit und dann mache ich das zweimal. Aber das ist doch, du musst wenigstens zugeben, Ja, es du ist darfst 50-50, mitkommen, du darfst es ist mitkommen. 50-50, ob der Schirm aufgeht oder nicht. Also totaler das Quatsch. ist das Spiel mit dem Leben. Also, Ja, ist einfach so. Nee. Du kannst auch russisch Roulette spielen, wenn du willst. Also ich würde das gerne mal machen und ich mache das auch noch. Also ich heb alles auf, wir haben uns den Tag schon drüber unterhalten. Wir Wer ist ein können, Messi? ja, wir können nichts wegschmeißen. Nein, das ist, aber was so Klamotten angeht, ist echt so. Ich habe nach das allererste T-Shirt vom Durch Monsoon Video. Ich habe irgendwie alle Lederjacken noch aus allen Videos und allen Auftritten und so weiter. Also ich habe wirklich so einen Einkaufsladen Ja, ich zu habe auch Hause. noch fast alles, das ist bei mir auch so. Also da hängen ja auch immer Erinnerungen dran. Das ist ja immer so, dass du wirklich mit dem ersten T-Shirt, mit der ersten Jacke dann auch so eine Erinnerung hast zu der ersten Single und so weiter. Und von daher, das schmeißt man nicht einfach so weg. Also da hängt ja immer so ein Stück Bandgeschichte dran und von daher, ja. Und ein paar Sachen wurden natürlich auch verlost, ne? ja, Ja, Hosen schon, und ja. so, wie zum Beispiel die T-Shirts, schönen Jacken. Anzüge aus dem Video, ne? Die hätte ich natürlich auch privat gerne mal angezogen. Aber gut, man muss Kompromisse eingehen, ne? So ist das Leben. Ich glaube, wir würden es auf jeden Fall irgendwie doch erzählen. Ja, also ich glaube, das wäre echt unfair gegenüber den ganzen Leuten, so wenn man das nicht sagt. Und ich glaube auch, eine Freundin würde da nicht so richtig mitspielen. Ich glaube also, wenn man wirklich eine feste Freundin hat, die möchte auch, dass man dann dazu steht und so. Ja. Und das würde man schon machen, glaube ich. Also das würden wir dann schon sagen. Ich glaube, das würden die Fans ja nicht machen. Also ich glaube so, wenn man eine Freundin hat und wenn man irgendwie auch wirklich dazu steht und man wirklich fest zusammen ist, dann sollte man das auch akzeptieren. Und ich glaube, das macht ja dann auch jeder. Oder? Ja. Es passieren 1000 Sachen. Also ich habe mich schon mal richtig hingelegt auf der Bühne, und wir sind fast einmal alle zusammen von der Bühne gerutscht, weil so eine Platte sich verschoben hat und wir alle zusammen nach vorne gerannt sind und dann Ich war da nicht mehr lagen drauf wir auf fast, der Platte. natürlich warst du mit drauf, so, und auf jeden Fall lagen wir fast im Graben, dann bin ich einmal 20 Mal über ein Kuscheltier gestolpert und irgendwie hat mich da lang gemacht, dann habe ich mir, Also würdest du dich mal so richtig lang machen auf der Bühne, dann könnte ich das Konzert auch abbrechen. dann habe ich mir irgendwie schon ganz auf die Lippen aufgeschlagen und dann habe ich irgendwie... Das ist aber, weil du so abgehst auf der Bühne einfach. Ja, ist es auch, weil ich so abgehe auf der Bühne und darum habe ich mir schon öfter mal die Lippe aufgeschlagen, ansonsten... Das ist ja keine Panne. Ansonsten rutscht mal das In-Ear-Monitoring raus oder es fällt aus oder ja, was kann noch so passieren? Gustav ist schon mal vom Hocker gefallen. Bist du im Podest runtergefallen eigentlich? Nee. Das hättest du dir gewünscht, das Ja. weiß ich, aber das ist leider nicht Schade. passiert. Sagst aber bitte Schade. vorher Bescheid, wenn das Podest... Ja, okay, also es ist nicht passiert mit dem Podest. Ja, ich bin total eifersüchtig. Nee, ich bin nicht eifersüchtig. Ich finde, es gehört... Du bist richtig eifersüchtig. Also ich finde, es gehört zu einer Beziehung dazu, dass sich auch jeder dann in der Beziehung auch nochmal weiter ausprobieren und checken muss, ob es wirklich die richtige Beziehung ist. Also das finde ich schon, weißt du, das muss auch von beiden Seiten eingesehen werden und man kann ja sozusagen auch nur sich sicher sein, ob das jetzt die richtige Beziehung ist, wenn man ab und zu auch mal ein paar andere Sachen ausprobiert. Und guck, was auf dem Markt Und noch guckt, so was gibt. gerade so auf dem Markt ist. Ich meine, das ist ja wie mit dem Handy im Prinzip auch. Ne?
da hast du ein Handy und denkst, es ist gut, aber dann kommt halt ein anderes Handy raus und ist besser. Ne? Ja. Also bei mir ist es so, ich bin extrem eifersüchtig. Also das kann man schon sagen. Ich bin wirklich sehr, sehr eifersüchtig. Also bei mir ist auch so total Monogamie. Also wenn man wirklich zusammen ist, dann soll das auch so sein und dann ist man auf jeden Fall. Ich finde, das gehört auch dazu. Das hält ja so eine Beziehung auch irgendwie am Leben, ja. Also man muss ja schon dem anderen auch sagen, so finde ich aber scheiße, dass du dem jetzt hinterher guckst und also ich finde, das gehört alles dazu und so und ich bin sehr eifersüchtig, also schon krankhaft eigentlich. Ja. Hä?